Die Basler Fasnacht, besinnlich, farbig, bissig und vor allem vielseitig. Ein angefressener Fasnächtler würde vermutlich noch viel weiter ausholen. Im Fachjargon der zuständigen UNESCO-Kommission tönt das dann so. Sie leistet einen Beitrag zum Zusammenleben, einen Beitrag zur Toleranz, sie übt Gesellschaftskritik und sie hilft, den lokalen Dialekt zu pflegen. Das ist zwar im Ton sehr nüchtern, aber inhaltlich absolut zutreffend. Und überzeugend für die UNESCO-Delegierten. Die Aufnahme der Basler Fasnacht ins Weltkulturerbe ist nur eine Sache von ein paar Minuten. Und was heisst das jetzt? Konkret, Fasnacht 18 wird man das nicht groß spüren. Also es gibt keine Transparente und Fahnen auf der mittleren Brücke UNESCO. Das wird ganz normal sein, aber ich glaube, für die Bedeutung der Fasnacht und auch für Basel ist es schon ein grosser Tag. Ja. Die Bewerbung hat die Fasnächtler durchaus beschäftigt und ist dieses Jahr gerade selber Futter für Fasnachtspointen gewesen. Einhalten. Wir nehmen keine Fasnacht ungeprüft ins Weltkulturerbe auf, ne? Du, das tönt ja noch verreckter als bei der Wageninspektion von der Schückerei. Hey, werden Sie nicht frech, junger Mann, ja? Von wegen frech. In der Tat ist beim Bewerbungsfilm und bei den 10 Fotos, die zum Bewerbungsdossier gehören, darauf geschaut worden, dass die allzu bissigen Sujets draussen bleiben. Mit dem Blick auf die beurteilen, ob das auf die UNESCO-Liste kommt, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es Länder gibt, die einfach noch lange noch nicht so weit sind mit der Kritik, auch mit der offenen Kritik gegenüber Obrigkeiten und Behörden. Und das könnte in den letzten Hals bekommen. Darum wollen wir das nicht verschweigen, aber wir müssen ein bisschen zurückhaltend sein mit Blick auf die es beurteilen. Die Basler Fasnacht ist nach der Fête Vigneron im Waadtland erst die zweite Schweizer Volkstradition, die ins Verzeichnis vom immateriellen Kulturerbe aufgenommen wird. Kann man mit dem UNESCO-Label sogar noch mehr als die 200'000 Zuschauer anlocken, die jedes Jahr kommen? Insofern wird es sicher noch der eine oder andere zusätzliche Gast nach Basel bringen. Das hat auch noch Platz für den einen oder anderen zusätzlichen Gast und es tut der Fasnacht sicher auch gut. Aber das ist nicht etwas, was man jetzt auf den Prospekt draufschreiben würde? Ja, also dass das Weltkulturerbe ist, dass man das auf den Internetseiten und auf den Prospekten erwähnen tut, das werden wir sicher machen. Es ist auch immer die Angst, dass es jetzt da unheimlich viel mehr Touristen gibt. Es ist schön, wenn Touristen kommen, aber sie sind so weniger mal an einer Kroatien-Fasnacht gesehen wie ich, obwohl das auf der Liste steht. Also, ich glaube, wir müssen es irgendwie realistisch einschätzen. Ich glaube, es ist vor allem auch hier wichtig für die Region, für die Stadt, dass die Fasnacht nicht einfach irgendetwas ist, sondern ein weltweit anerkanntes Kulturgut. Und das können die Aktiven schon bald wieder pflegen, ab dem 19. Februar 2018. Zum Beispiel mit bissigen Pointen oder schönen Laternen.